Rahmen des Projektes 100 Jahre Kriegskind zeigen wir Ihnen Menschen, die Kriege oder bewaffnete Konflikte persönlich erlebt haben. Diese Menschen berichten von ihren Erfahrungen, ihren Ängsten und ihren Hoffnungen, die sie während und auch nach dem Krieg haben. Mein Name ist Shekno Shibankeda, ich heiße Sie herzlich willkommen und begrüße Sie zu unserem Dokumentarfilm Gespräche mit Zeitzeugen der letzten 100 Jahre. Bevor wir anfangen, würde ich Sie gerne darum bitten, uns einfach zu erzählen, wie heißen Sie, wie alt sind Sie und woher kommen Sie? My name is Abdullahi and I come from Somalia and I'm 18 years old. Schön, Sie kennenzulernen. Meine erste Frage wäre direkt, haben Sie Erinnerungen an Ihre Kindheit? Yeah, I have a lot of memories. Like first of all, our Somali war started in 1992 and there was a civil war, clans killing each other just for no reason. Then after 10 years, then there was some religion groups like Al-Shabaab or IS, where they were just killing people for no reason, just train children like me. Personally, I was in a camp, so they trained me and some of. Das heißt, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, das heißt, es wurden nicht nur Andersgläubige getötet, sondern auch Muslime getötet? Auch Muslime, weil there is some Wahhabism and Sufism. Yeah. So those guys are Wahhabi. I don't know whether you know Wahhabi. Yeah. So I myself and my father or my uncle were Sufis. So we didn't believe what they believed. Yeah. So we have to do we had to believe what they believed. Yeah. So das heißt, Sie wurden gezwungen. They forced you to do it. Yeah, they were just forcing us to do what they wanted, and we were saying we don't believe what you believe. So let us do how we want to do it and do whatever you want. So. Und Sie mussten dann als Kind in ein Ausbildungslager, in ein Camp? Yeah, they were training us, so we had to cook for them. Me personally, I used to cook for them. So, and at the same time, they were training me. Okay. Wie alt waren Sie damals? Ich war 13. 13. Und dann wurden Sie von dem IS mitgenommen und wurden ausgebildet in diesem Camp? Yeah, I was at home with my uncle. So I had an uncle, so he used to teach us, us, not only me, also other children. From dem ganzen Dorf? For free, he used to teach us so that we don't join them. Yeah. So he used to give us some lessons so that we cannot join them. So at the end, those guys have their own constitution. So you have to support them financially or you have to fight for them. Das heißt, Sie mussten irgendwie unterstützen. Entweder selber kämpfen oder mit Geld. Mit Geld. Okay. When not, so at the end you may die. Das heißt, wenn du kein Geld hast, dann musst du kämpfen. Yeah, you must. Du hast keine Wahl. If you don't do that, they think that you are against them. Okay. Und wenn du gegen die bist, dann bist du der Feind, dann bist du getötet. You have to die. So that they kill my uncle at the end. Ach so, okay. They had to kill my uncle. Weil dein Onkel nicht mitmachen wollte? Yes. Okay. Und wie bist du da wieder weggekommen? We were there, I and my friends. I used to cook for them. So I was in the training camp, like 2 months. Then in a night there was a war between the government and the rebels, so the terror group. So we had to run away. I had to jump from a big wall. So there was a big town next to us, so we have to go away and go to that town. And there was that town, and my other uncle used to live in that town, so I had to go there and go to him. Okay. Und dann bei Ihrem Onkel in der anderen Stadt haben Sie sich dann versteckt erstmal? Yes, yeah. Okay.
Und wie lange sind Sie in der Stadt geblieben? Like 1 week. Okay. After that, we were afraid from, because the government think that we are from there. We were terrorists. Okay. And Al-Shabaab or IS think that we are against them. We are the government, like that. So Das heißt, die eine Seite hat Sie verfolgt, weil Sie da der Feind, und die andere Seite. That was confused. So then I had to run away with my uncle. Okay. So to a city called Mandera in Kenya. So Nur du und dein Onkel? Oder? My uncle, yeah. A young one, not old, a 20-year-old uncle. So we had to run away together to get into Kenya. Yeah. In a city called Mandera. So we stayed there. Then our journey started from there. And from Kenya then to Sudan, to Uganda, then Sudan, South Sudan, then Libya, Sahara Desert. Also wieder Mittelsahara und dann Libyen. To the Mediterranean Ocean. Yeah. Wie war Ihre Erfahrung in Libyen? That was really terrible. So they were just even burning people, killing, raping women. So that place was really very bad. Ja. It was very bad. They were Und just. haben Sie das selber gesehen, dass Menschen umgebracht wurden, dass Frauen vergewaltigt wurden? Ja, haben Sie das mit eigenen Augen gesehen? Ja, I saw that. Wie alt waren Sie da? They were like 16, 18, Ich meine, until 20. Wie alt waren Sie? Du, wie alt warst du? I was 14. 14 Jahre. I was 14. Denkst du manchmal noch an diese Bilder? Yeah, a lot of time. Yeah. Always, if not most of the time, always. Okay. Und wie lange bist du in Libyen geblieben? Like 6 months. So there was 2 different places. One is Tripoli, and the other one was Benghazi. So I was in Tripoli 3 months like that. The other place 2 months and a half. So that's it. Okay. Und dann sind Sie auch mit dem Schiff über das Mittelmeer nach Italien? Yes. Okay. With the boat. Wie war Ihre Überfahrt? The bad thing was I couldn't swim. I didn't know how to swim, so I was just risking myself. So hatten Sie eine Schutzweste? I had nothing. I was just myself. So and I was just ready to die. Okay. Wie alt waren Sie damals, als es dann rüberging? Auch 14 oder waren Sie schon 15, das war 15, ja. 15 Jahre alt. Und Sie haben eigentlich in dem Moment schon gedacht, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt sterbe ich. I was ready to die, just. Und dann sind Sie nach Italien gekommen? Yes. Okay. Was war in dieser ganzen Zeit das Schlimmste, was Sie erlebt haben? That time when my uncle got shot, when they killed my uncle in front of me, that was my worst time. In Ihrem Dorf, wo Sie Unterricht auch bei Ihnen hatten. Er wurde vor Ihren Augen erschossen? Ja. Vom IS? Yes. Because he didn't believe what they believed, and he didn't support them, he didn't fight for them, so that's why they killed him. Was war mit Ihren Eltern? They also shot my father, but my father was old, so they didn't need him. So he was just there. So they needed me and my uncle. Okay. They wanted to train me and my uncle to support them. Also von Ihrem Onkel wollten die Geld haben wahrscheinlich? Geld, money, or he had to fight for them. Okay. Yeah. Und Ihr Onkel, war der schon älter oder war der auch noch jung? He was like 40 years old. Yeah. Und Ihr Onkel wollte das nicht und deswegen musste er mit seinem Leben bezahlen? Yes. Okay. Hatten Sie in dieser ganzen Zeit auch schöne Erlebnisse? Ich meine, Ihre Kindheit war ja relativ früh zu Ende. Mit 13
quasi, als Sie dann angefangen haben, da in dem Camp zu leben mit dem IS. Gab es irgendeine Zeit, irgendeinen Moment, vielleicht sogar in dem Camp oder auf dem Weg nach Libyen über Kenia, Uganda, irgendwo einen Moment, wo Sie sagen, das war, obwohl alles so schrecklich war, war dieser eine Moment doch schön? Yeah, there was a good memory. People were killing each other. They were killing each other, but at the same time, they were helping each other. The group, IS or Al-Shabaab, they were killing people, but the people were helping each other and giving each other food. Some are dying because of hunger, because they come in a house where there is 10 people, their father, their mother, they come and they kill the father. The children have no place, so the children will end up on the streets with no father, with no mother. So there is people who help them, who help those children. Und wurden die Kinder dann auch richtig aufgenommen oder wurde denen nur Essen gegeben? Ich meine, die Art von Hilfe. No, some will get help and some will join the forces and will fight for them. Okay, aber ich meine die Hilfe selbst, when they helped the children, did they took them to their homes or did they just feed them or anything? Yeah, some people just take to their homes. Okay. And those who are not lucky will take Al-Shabaab and they will fight for them at the end. Das heißt, entweder du bist ein Kind, entweder du verhungerst oder du gehst zum IS, weil du keine andere Wahl You hast. die or you fight for them. So, Und die Regierung hat da nichts irgendwie, die Kinder nicht. The government is not that strong, so they can do nothing. So they are weak, so they can't do anything. Und als Sie dann nach Italien gekommen sind Sie ja dann weitergereist nach Deutschland. Wie kamen Sie nach Braunschweig? I was in Italy with my uncle, so I lost my uncle in Italy in a camp. So until now I don't know where he is. Is he in Italy? Is he in I don't know. So das heißt, Sie sind zusammen in Italien angekommen mit Ihrem Onkel? Ja. Und dort wurden Sie getrennt? Ja. Weil wahrscheinlich waren Sie noch zu jung und er war schon erwachsen und dann wurden Sie getrennt? Yeah, I even don't know why. I just haven't seen him. We were in a camp and one time I just lost him. Und das war's, nie wieder was gehört? Nie wieder. Wow. So. Bis heute noch nicht? Bis heute. Das heißt, Sie wissen nicht mal, ob er zurückgeschickt wurde oder vielleicht am Leben ist oder nicht am Leben ist? Yeah, it can be. Maybe he's gone back. Yeah, it can be. I have no idea. Und wie wurden Sie in Italien aufgenommen von der Bevölkerung? Was hatten Sie für ein Gefühl, als Sie da angekommen sind, in dem Camp oder auch später? I was very happy because I saw a peaceful place, a place where there is no war, just people working, children going to school. It was very good place. Sie haben vorhin erzählt, dass der Krieg im Sudan 1992 begonnen hat. In Somalia. In Somalia, genau. 92. Und Sie sind jetzt 18. Das heißt, Sie waren damals noch nicht auf der Welt. Sprich, seitdem Sie auf der Welt sind, haben Sie eigentlich nur Krieg gesehen? Oder, ich meine, in Ihrer frühen Kindheit, als Sie noch sehr jung waren, können Sie sich an eine Zeit erinnern ohne Krieg, ohne Gewalt? No time. I was born in a war zone and I was raised in a war zone, so von klein auf immer schon mit Krieg groß geworden. Since I was a little boy, all I saw was just war. Und das hat dann aufgehört, als Sie nach Europa gekommen sind? Oh yes. Okay. I was lucky enough to get here. Ja, auf jeden Fall. Und die Weiterfahrt von Italien nach Deutschland, wie war das? I have to take a Zug. Those guys from Red Cross helped us. I and two of my friends where I met in a camp. So they helped us to get a train. So we had to take a train to here in Germany. Okay. Und als Sie dann nach Braunschweig gekommen sind, was hatten Sie da? Haben Sie Menschen kennengelernt, die schlecht zu Ihnen waren vielleicht? Oder haben Sie wirklich nur gute Erfahrungen gemacht in Braunschweig? Braunschweig, all I can say is just good things.
I've never seen bad people. Everyone is friendly, so I don't normally, me myself, I don't normally see any bad people. I heard some friends saying we normally see some bad people, but my personal experience, no. Und in Ihren jungen Jahren haben Sie ja, eben weil Sie seit klein auf schon nur mit Krieg zu tun hatten, was würden Sie sich wünschen, was wir als Gesellschaft besser machen können, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert, damit andere Kinder sowas nicht erleben müssen? I think every kid or every children deserve to live just like your kid or my kid. So those guys in Somalia or in Libya or in Syria, they deserve to live that life. That life these children are living in Germany now. So I think they need support just like your children. So that's all I have to say. Haben Sie noch letzte Worte? Was kann die Gesellschaft besser tun? Oder haben Sie etwas, was Sie ganz gerne mit unseren Zuschauern noch teilen möchten? Yeah, I would like to say one thing, and that's no one leaves the country without any reason. So we are all here for a reason. Every refugee is here for a reason. So no one is here without no reason. No one just leaves their home for no reason. So that's all I have to say. Ja, das sind ein paar schöne Schlussworte. Das ist absolut richtig. Keiner wird sein Zuhause verlassen, wenn es ihm gut geht. Einfach grundlos. Ja. Vielen Dank für das Interview. Okay.